You know, people will now change it. They are deporting him. Weil es wäre schwierig gewesen, 84 Gottesdienstbesuchern zu sagen, dass ich gehen sollte, weil irgendwann wäre es dann umgedreht worden und es wäre gesagt worden, sie haben mich aus dem Land rausdeportiert, also rausgeschmissen. I once had a wife who told me that, who actually said a year before that they will deport you from them. Und selbst meine Frau hat ein Jahr vorher gesagt, ach, sie werden dich aus Dänemark rausschmeißen. You know, then I thought our words was making sense. Und ihre Worte schienen Sinn zu machen. But then I took that after I had seen it. Aber nachdem ich das gesehen hatte, ich nahm diesen Brief. God forgive me, I don't want to lie in front of you. I didn't finish that job that day. I did tell that. And then I rushed home. I took shower. I went to the integration office. I said, they asked me to appeal. Upon the solution, they gave me another 3 years to be in Denmark. Then I don't know how to study. Also an dem Tag habe ich meine Arbeit so im Husch-Husch-Verfahren schnell beendet, weil ich wollte ja ganz schnell, bin dann nach Hause gefahren, habe geduscht und bin dann schnell zum Ausländeramt gegangen und habe den Brief den auf den Tisch gepackt und habe gesagt, hier, ich darf Widerspruch einreichen. Und sie haben mir weitere 3 Jahre in Dänemark gegeben. Und ich brauchte dann nicht mehr studieren. Und in dem Jahr habe ich meine andere Frau kennengelernt. This is what the devil wants us to do in an obvious situation. Und das ist, was der Feind eigentlich von uns möchte, dass wir in so sichtbaren Situationen, wie wir dann handeln sollen. It can be anything. Es könnte irgendetwas sein. This was just one of my challenges. Das war nur eine meiner Herausforderungen. The devil wants you to curse God. Der Feind möchte, dass du Gott verfluchst. The thing Job loves so much, his wife, he said, curse God and die. What? Hiobs Frau sagte zu ihm, verfluche doch Gott. But we have a choice. Aber wir haben eine Wahl. We have a choice. Wir haben eine Wahl. If you don't read the scripture, I want to give you the scripture. The Bible, God gives us a choice. Wenn du diese Schriftstelle nicht weißt, ich möchte sie dir geben. Wir haben die Wahl. He said, I place before you life and death. Ich habe vor dich gelegt Leben und Tod. He said, so that's what I tell people. He said, you choose. If you're going to a church and they are forcing you to do something, quit that church. Und wenn du in einer Gemeinde bist und sie dich zwingen, etwas zu tun, dann verlass die Gemeinde. Because God never forces you to do anything. Denn Gott zwingt dich nicht, irgendetwas zu tun. God wants you to do what you're doing out of love. Gott möchte, dass du es aus Liebe heraus tust. If you want to sing in the choir, sing because you want to, not because they are forcing you to. Wenn du im Chor singen möchtest, dann tu es, weil du es möchtest, nicht weil sie dich dazu zwingen. And when you want to do something, then you inquire the rules and follow the rules and do it with all your mind. Und wenn du etwas tun möchtest, dann folge den Regeln und dann tu es mit dem ganzen Herzen. God says, he didn't stop, they said, choose life. He told us, but choose life. Und er sagte, wählt das Leben. That you and your children live. Dass du und deine Kinder leben möchtest. He didn't say, I play before you, life and death is up to you. No. Er sagte den, sorry, I didn't catch it. He didn't say, it's up to you what you choose. Er sagte nicht, es liegt an dir, was du wählst. But he didn't want to us force us to himself. Denn er möchte, dass wir zu ihm kommen. He didn't say, Jesus Christ is in the world, you must believe it. Und er sagte nicht, Jesus Christus ist in der Welt und du musst ihm glauben. John 3:16 says, for God so loved the world. Aber Gott sagte, Gott hat die Welt so sehr geliebt, He gave his only son. dass er seinen einzigen Sohn gab. Whoso believe him, und dass wer an ihn glaubt, whoso believe him. Also wer an ihn glaubt, He said the world must believe him. Es heißt nicht, die Welt muss ihm glauben, When you believe him, sondern wenn du ihm glaubst, you will be saved. Dann wirst du gerettet werden. Back to the scripture, we are going to close very soon. Zurück zum Wort Gottes. He that comes to God, der zu Gott kommt, must first believe, muss zuerst glauben, that he is. Dass er da ist. First thing, that he is. Dass er existiert. And that God is the rewarder.
Und dass Gott der Belohner ist. of them that diligently seek him. Für diejenigen, die ihn ernsthaft suchen. To be diligent is to make yourself one with his word. Und dass du dich eins machst mit seinem Wort. There is healing in the word of God. Da ist Heilung im Wort Gottes. There is prosperity in the word of God. Da ist Wohlstand im Wort Gottes. There is fulfillment in the word of God. Und da ist Erfüllung im Wort Gottes. There is uniqueness in the word of God. Und da ist Einzigartigkeit There im is Wort Gottes. forgiveness in the word of God. Da ist Vergebung im Wort Gottes. Everything good that you need to live a successful Christian life is in God's word. Alles, was du brauchst, um ein erfolgreiches Leben als Christ zu leben, ist im Wort Gottes. And God says, Und Gott sagt, the word is in your mouth. das Wort ist in deinem Mund. You have to confess it. Du musst es bekennen. When someone gives you food, you have to cook it to eat. Wenn jemand dir Essen gibt, dann musst du es kochen, Even damit du when es essen a kannst. cooked food is given to you, that doesn't mean that you are full just by looking at it. Und denn wenn du einfach das Essen nur anschaust, wirst du nicht satt davon. You have to eat it. Du musst es essen. And that is exactly the word of God. Und das ist genau das Wort Gottes. Shall we be upstanding? Können wir einmal aufstehen? If you're here in this place, Wenn du hier an diesem Ort bist, I know I have spoken so many things. ich weiß, ich habe so viele Dinge gesagt. I have flipped different scriptures, Ich habe verschiedene Bibelstellen angerissen. but as I was speaking, Und während ich sprach, or as we were speaking, oder wir sprachen, and you feel the Holy Spirit, or there is a voice which we believe the Holy Spirit is telling you, you need to rededicate yourself back to God. und du eine Stimme gehört hast, die gesagt hat, du musst dich Gott ganz neu nochmal wieder übergeben. Now you have failed in confessing the wrong thing, Und wo du gefallen bist, indem du das falsche Bekenntnis gegeben hast. and you want to rededicate your life to God, Und dass du dich Gott ganz neu übergibst, and ihm weißt, knowing His word more. um sein Wort mehr zu kennen. If you're here, wherever you are standing Wenn or du, sitting, wenn du hier bist, wo auch immer du stehst oder sitzt, I want you to just signify yourself. ich möchte, dass du dich selbst einfach nur, You don't have to raise up your hands. dass du selbst es dir selbst sagst. Du brauchst Ja. deine Hand nicht heben. Just know yourself Wisse einfach für dich selbst and just speak these words with me. und sprich diese Worte mit mir. Say, dear Lord, Let the English people repeat and then I will make it German. Also einmal die Englischen wiederholen und dann sage ich das auf Deutsch und die Deutschen können wiederholen. dear Lord, Lieber Herr Jesus, I thank you for this day. wait, you say it, then the English repeat, then I say it in German, and then the German repeat. Okay, otherwise it's difficult to repeat. Say, dear Lord, Lieber Herr Jesus, I thank you for this day. ich danke dir für diesen Tag. I know I have sinned against you. Ich weiß, ich habe gegen dich gesündigt, Because I have allowed my complaint weil ich es erlaubt habe, mich zu beschweren, to be placed before you. dass es vor dich gekommen ist. But from this moment, Lord, Aber von diesem Moment an, I had spoken of your word today. und wie dein Wort heute gesprochen wurde, I pray bete ich, that the positive confession we start to be out from my mouth.
dass positive Bekenntnisse aus meinem Munde kommen werden. That your word will take the first place whenever I speak. Dass dein Wort den ersten Platz einnimmt, wenn ich spreche. I ask for a renewal of your spirit. Ich bitte dich um eine Erneuerung meines Geistes, deines Geistes in mir. From this day onward. Von diesem Tage an. I know my best days are not behind me. Ich weiß, dass meine besten Tage nicht hinter mir liegen. I know there are better days ahead of me. Und ich weiß, dass bessere Tage noch vor mir liegen. Father, I pray this day. Vater, ich bete an diesem Tag Through your word. durch dein Wort, By my confession. durch mein Bekenntnis. I open the door of every good things. Ich öffne die Tür für gute Dinge, That you have. die du für mich hast. In Jesus' mighty name I pray. Im mächtigen Namen Jesu bete ich. If you believe that, say a louder amen. Und wenn du das glaubst, sag Amen. Halleluja. Amen. That is wonderful. Amen, das ist wunderbar. You know, I think this word Dieses Wort is a confirmation of what we have heard. ist eine Bestätigung von dem, was wir gehört You haben. remember the worship night? Erinnert ihr euch an den Lobpreisabend? A word came by saying we shouldn't speak any negative. Es ist das Wort gekommen, dass wir nicht negativ reden sollen. It's like a satellite Es ist wie ein Satellit or like a navigation system oder ein that Navigationssystem, is leading us das uns führt to our destiny, zum Ziel hin, to what we are going to achieve. zu dem, was wir erreichen können. And the positive words, Und die positiven Worte something that is going to bring us to that point. sind etwas, die uns an diesen Ort, an diesen Punkt bringen werden. Yesterday I had a very bad news. Gestern habe ich sehr schlechte And Nachrichten gehört I tried to sleep, I couldn't sleep, I've been thinking about all those things. und ich habe versucht zu schlafen, aber ich habe darüber nachgedacht und nachgedacht. And then all of a sudden, Und ganz plötzlich I asked God, what are you doing in this situation? und fragte ich Gott, was tust du in dieser Situation? And I said, okay, I give it to your hands. Ich lege es in deine Hände. Do something better, do something good out of it. Mach etwas Besseres aus der Situation, mach etwas Gutes aus dieser Position. I fall asleep. Und dann schlief ich ein. It took me up to 2 o'clock, I couldn't sleep. Ich hatte vorher bis um 2 Uhr wach gelegen. But after I prayed that prayer, Aber nachdem ich dieses Gebet betete, I slept. habe ich geschlafen. And I tell you something, Und kann ich euch etwas sagen? it's in your mouth. Es liegt in deinem Mund. It's in your mouth. Es ist in deinem Mund. Whatever you say, Was auch immer du sagst, it's what is going to come. ist das, was kommen It's wird. what the fears in your heart. Und wenn du Angst in deinem Herzen You will hast, speak fears in your heart. dann wirst du Angst aussprechen. When you have faith in your heart, Wenn du Glauben hast in deinem you will Herzen, speak faith. dann wirst du Glauben sprechen. So please, Also bitte, let's start speaking faith. lasst uns Glauben sprechen. Positive. Positiv. Positive. Positiv. Brother, thank you so much for this message. Bruder, vielen Dank für diese Botschaft. May God bless you. Möge Gott dich And segnen. please, church, let us start speaking positive. Und bitte als Gemeinde, lasst uns positiv You know, reden. it's obvious. It looks so bad, so worse. Auch wenn es ganz klar sichtbar oder ist, dass es so schlecht aussieht. I want to tell you what I heard yesterday. Ich möchte euch sagen, was ich gestern gehört You habe. know, I heard 2 of my close relations. Friends. Yeah, someone who very close to us. Jemand, der mir sehr nahe stand. And
They went someplace and were coming. Sie waren wohin gefahren und sind auf dem Rückweg gewesen. They get accident. Und es war ein Verkehrsunfall passiert. Of the aunties died all of a sudden. 2 von den Tanten, also es waren Verwandte zu jemandem, den ich kenne, und deren 2 Tanten sind sofort gestorben. The brother's wife broke the legs. Und die die Frau des Bruders von dieser Frau, A child of 3 years had hit with the chest so badly. hat ihr Bein gebrochen und ein 3-jähriges Mädchen hat ihren Brustkorb sehr schwer verletzt. Those ones are in the hospital. Die beiden sind im Krankenhaus, But the 2 died at the spot. aber die anderen beiden waren sofort tot. And I heard this. Und als ich dies hörte, I said, what is this? fragte ich mich nur, warum? Was ist das? I couldn't sleep. Und konnte nicht schlafen. But you know, Aber wisst ihr was? leaving it into the hands of God. Es in die Hände Gottes abzugeben, Give you peace. gibt dir Frieden. I want you to leave everything in the hands of God. Ich möchte, dass du alles in die Hände Gottes abgibst. And you have peace. Und du wirst Frieden haben. And God will do something Und Gott wird etwas daraus tun. out of it. Er wird etwas daraus machen. Trust this word Vertraue diesem Wort and go with it. und geh damit. Speak positive. Sprich positiv. Thank you. Danke. May God bless you. Will you give Gott God an offering for this? Gib Gott einen Applaus für diese Botschaft. Amen. Amen. Today I came to the service and I heard, people had a testimony and a song. Und als ich zum Gottesdienst kam, hörte ich, jemand hat ein Zeugnis und jemand möchte was singen. So I have to put myself into the corner. Also stelle ich mich mal ein bisschen zurück. So I will call them to have the song. Und ich möchte euch bitten, dass ihr das Lied Very singt, shortly before we had an offering. bevor wir unser Opfer geben. So Hans and wife, please. Also Hans und Ute.